Also was wir hier erzählen, ist ja auch sowas wie, sag ich mal, eine Liebesgeschichte, aber vielleicht sogar auch eine Kampfgeschichte, eine agonistische Beziehung zwischen Bewegung vor der Kamera und Kameraarbeit. Ja, denn wenn Sie überlegen, eine ausbuchstabierte Choreografie, die wollen Sie eigentlich, so wie wir das aus dem Theater auch gewohnt sind, von der Oper oder vom Ballett oder vom Tanztheater, die wollen Sie eigentlich als einheitliche sehen und genießen können. So, was macht der Film? Er schneidet zum Teil ganz brutal rein, das macht er schon relativ früh und macht sich sozusagen damit seinen eigenen Film. Da hängen Überlegungen auch zusammen, gerade in den 10er, 20er Jahren, was kann sowas wie ein tänzerischer Film selber sein? Was ist das? Das heißt, wir erzählen auch ein Stück weit diese Beziehung nach, die eben den Tanz vor der Kamera in einen Filmtanz überführt. Ja, wie schaut das in verschiedenen Zeiten der Filmgeschichte auch aus, wenn Sie daran denken, dass sich ja auch Kameraarbeit sehr, sehr stark in sich verändert. Das heißt, sehr viel mehr Bewegung kriegt, als sie am Anfang hat, wo die Kamera statisch ist, auf eine Bühne guckt und dann einfach einen Tanz abfilmt, in einen kurzen Clip reinpackt und das ist es. Wenn Sie in die 20er Jahre gehen, da geht ein Feuerwerk an Schnittrhythmus mit dazu. Da sehen Sie mal 3 Beinbewegungen und dann ist das wieder weg und dann sehen Sie quasi zerschnittene Körper. Ja, wie kommt das zusammen in einem Montagerhythmus, das dann sozusagen etwas Zweites macht, was den was den Tanz vor der Kamera praktisch auch überführt in was ganz anderes. Und so können Sie das Raum für Raum eigentlich nachvollziehen, was das für die verschiedenen Filmstile, aber auch was das für die Arten bedeutet, wie Film insgesamt mit dem Sujet Tanz umgeht. Korrekterweise muss man sagen, diese berühmte Entfesselung, also das heißt die Bewegung, die Kamera beweglich zu machen, ist eine Erfindung der 20er, spätestens. Was passiert hier neu? Zunächst einmal kann man sagen, dass es eine etwas beruhigtere Kamera gibt im Zusammenhang mit dem frühen Tonfilm, weil die Aufnahmeprozeduren natürlich durch die getrennte Tonaufnahme nochmal ganz, ganz andere Bedingungen schaffen, sehr viel schwierigere Bedingungen schaffen, wie das in den 20er Jahren der Fall ist, wo die Kamera sozusagen das alleinige Instrument der Aufnahme ist. Sie haben Busby Berkeley schon angesprochen. Busby Berkeley ist ein einäugiger Kameravertreter, könnte man sagen. Das heißt, er arbeitet nicht mit mehreren Kameras gleichzeitig, was das Normale ist eigentlich im amerikanischen Tonfilm in der Zeit, sondern er sagt, nein, mein Kameraauge ist eins und es gibt nur diesen Blick. Und diese Kombination der Blicke, die entstehen tatsächlich erst in der Montage dann hinterher. Das heißt nicht, dass es verschiedene Blicke auf diese Tänze gibt, sondern es ist immer nur eine Kamera, die sie filmt. So, was aber er charakteristisch macht und was auch tatsächlich das NS-Kino zum Teil auch imitiert, transformiert, aber auf jeden Fall aufnimmt und adaptiert, ist, dass er sich die Freiheit nimmt, durch die Art und Weise, wie die Kamera auf zum Beispiel diese Gruppenformationen blickt, Topshots, die berühmten Topshots, Körper so zu abstrahieren, dass man eigentlich gar nicht mehr von Tänzerinnen, in dem Fall sind es ja meistens Frauen, Tänzerinnenkörpern sprechen kann, sondern von reinen abstrakten Arrangements. Das ist etwas, was die Leute wahnsinnig fasziniert. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Phänomen, glaube ich, was doch international beobachtbar ist. Das ist die Chorus Line. Die völlige Faszination auch dieses Kinos der 30er und frühen 40er Jahre für die exakte Bewegung, die Körperformation gleichgerichteter und auch gleichförmiger Körper. Da geht es ja wirklich ums Maßband von Zentimetern,
was zum Beispiel die Beinlängen angeht und was die Körperhöhen der meistens ja Tänzerinnen, aber auch zunehmend mehr auch von Tänzern angeht. Das heißt, die operieren mit Sichtweisen auf den Tanz, die ganz klar in Richtung einer Gleichförmigkeit, in Richtung einer Entindividualisierung und in Richtung einer, ja, ich würde schon sagen, sowas wie Überwältigungsästhetik gehen. Das ist ganz bewusst ein Kino, was auf die Faszination der Leute aus ist. Im Sinn von toll, wie gleichförmig das ist. Und kommen tut das natürlich alles von den Varieté-Traditionen der 20er Jahre, der großen Tourneen, die es weltweit gegeben hat, wo genau das im Grunde genommen live auf der Bühne war, was jetzt aber durch den Film, durch die Art und Weise, wie die Kamera draufschaut, nochmal gesteigert werden soll. Und Sie haben völlig recht, das ist etwas, was transnational und auch transkulturell funktioniert. Und das ist nicht unbedingt ein Ausweis dafür, ein Kennzeichen nur eines totalitären Systems, sondern wenn wir nach Amerika gucken, das ist ein Kino, das kommt aus der Wirtschaftskrise ursprünglich. Das ist die ganzen 30er Jahre geht das durch, der Aufstieg des Musicals auch und der Aufstieg auch dieser Chorus-Line. Faszination hat zu tun tatsächlich auch mit der Great Depression-Ära, weil man ein Kino sucht, das seine Attraktivität aus dieser Überwältigung bezieht. Wenn Sie sich einen wunderbaren Film anschauen, der heißt irgendwas wie Dancing the Lambeth Walk. Das ist ein amerikanischer kurzer Propagandafilm, mit dem Sie, wie ich behaupten würde, den gesamten NS aushebeln können. Das ist geschnitten auf einen ungeheuer erfolgreichen britischen Foxtrot, The Lambeth Walk, Doing the Lambeth Walk heißt der, glaube ich, und genauestens drauf geschnitten mit einer Vorwärts- und Rückwärts-Tricksituation mit Footage aus dem Triumph des Willens von Leni Riefenstahl. Und wenn Sie einmal diese SS-Paraden vorwärts und rückwärts in so einer Art Stop-and-Go-Bewegung sehen, also wie so ein Stolpern wirkt das ist so unglaublich komisch, ja, dass Sie im Grunde genommen mit diesem kleinen Film, wenn Sie das im Kino sehen, und das ist ja ein Anti-Nazi-Film par excellence, eigentlich das ganze Ding aushebeln können. Man darf eins nicht vergessen, wir sind ja hier auch ein Uni-Institut. Ich sage immer so, vom Baulichen her und von den Möglichkeiten, die wir haben, ist es eigentlich das tollste Uni-Institut in Deutschland. Ich finde das super, diese Kombination. Das heißt, es findet in jedem etwas ambitionierteren, sage ich mal, Ausstellungsprojekt immer auch Forschung statt im Vorfeld. Das müssen Sie sehr lang planen, weil bis so eine große Ausstellung steht, das hat einen Vorlauf so bis etwa 2 Jahre, bis man das dann wirklich so fertig produziert hat, wie Sie es hier sehen. Das heißt, es gibt selbstverständlich, wenn Sie überlegen, wie kriege ich so ein großes Thema eigentlich in eine Konzeption, die verschiedene Aspekte in guter Weise präsentiert, die an diesem Thema dranhängen. Es gibt ja nicht nur Tänzer-Tänzerinnen-Filme, sondern Tanz ist ein Sujet in Filmen in ganz verschiedener Form. Das heißt, das braucht im Vorfeld auch nochmal gründliche Nachrecherche, Forschung, das heißt das Wälzen von Forschungsliteratur natürlich auch, filmwissenschaftlicher, filmhistorischer Literatur, aber eben auch jüngster Literatur, die gerade zum frühen Kino ja entstanden ist. In den letzten 10, 15 Jahren gibt es da einen enormen Schub innerhalb der internationalen Szene, gerade zum frühen Kino, zur Erforschung des frühen Kinos und seiner ganz anderen Bedingungen, als es so der klassische Spielfilm ist. Also das heißt, es gab im Vorfeld Forschung und ich habe das ja nicht alleine gemacht, sondern ich habe eine sehr kregle und unheimlich wendige und sehr schnell verstehende Co-Kuratorin dabei, Johanne Hoppe, meine wissenschaftliche Mitarbeiterin, und dazu auch noch natürlich eine fantastisch erfahrene Ausstellungsabteilung, die, was den ganzen organisatorischen Aufwand anbetrifft, einfach unglaublich toll kooperiert hat. Und das ist etwas, was Sie in der Qualität dieser Ausstellung auch unmittelbar sehen und hören können.